Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Einige von den PlayStation VR 2 Newbies wissen es vielleicht gar nicht, aber für uns PlayStation VR 1 Menschen ist das hier eines der maßgeblichsten Peripherien gewesen. Ja, das ist der sogenannte Aim-Controller. Der wurde seinerzeit zusammen mit Farpoint ausgeliefert. Leider gibt es da auch keine PlayStation VR 2 Version von. Fantastischer Science-Fiction-Story-Shooter. Am meisten Anwendung, denke ich mal, hatte der aber bei Firewall. Firewall Ultra kam Ende 2018 raus, wenn ich nicht täusche, und hat mal richtig reingehauen. Wir hatten nämlich vorher auf der PlayStation nur so okayische Multiplayer-Shooter und vor allen Dingen auch nicht viele. Ja, das muss man sagen. Eine Ära ging zu Ende. Das hier können wir jetzt leider nicht mehr benutzen, obwohl es wirklich wünschenswert wäre, das auch für die PlayStation VR 2 zu haben, denn selbst gebaute und angebotene Gunstocks sind ja irgendwie ganz nett und so, aber es hilft natürlich, wenn es eine Peripherie gibt, von der jedes Spiel weiß, ja, die einfach ultimativ unterstützt werden kann. Und es war der Aim-Controller. Und es ist immer was Besonderes in VR, auch wirklich was in der Hand zu haben, über das man dann die virtuelle Waffe mappen kann. Aber das ist ein kleiner nostalgischer Ausflug. Wir haben ja jetzt auch unsere schönen DualSense-Controller. Oh Gott, stellt euch mal bitte Next Generation Aim-Controller vor mit Force-Feedback und solchen ganzen Geschichten, wie es die Sense-Controller haben, ja, dass die Schüsse wirklich rattern und so. Genügend Nostalgie. Es gibt Neuigkeiten zu Firewall. Wir wissen ja mittlerweile, dass Firewall jetzt endlich am 24. August kommt. Keine 7 Tage mehr von jetzt an. Mich hat es sowieso gewundert, dass ich dachte, das ist auf jeden Fall ein Launch-Titel für die PlayStation VR. Das Team dahinter ist ja auch tatsächlich relativ durchwachsen, was den Output angeht. Ja. Firewall hat total abgeliefert auf der PlayStation VR 1. Allerdings war es technisch auch nie so der herausragendste Titel. Auf der PlayStation, sogar auf der Pro, war die Auflösung nicht so super high. Dafür war die Grafik aber auch extrem detailliert und fantastisch und das ganze Spielgefühl, spätestens mit dem Aim-Controller, auch bombastisch. Es gab aber immer nur einen Spielmodus, nämlich den taktischen PvP. Man konnte zwar auch so gegen Bots das machen, aber das war kein richtiger Spielmodus. Ja, also haben alle in den Lobbys gehockt und gewartet, bis sie sich da gegenseitig abballern konnten. Ich habe mir wegen der tollen Grafik und wegen des fantastischen Gameplay-Gefühls bei Firewall auch immer einen Respawn-Modus gewünscht, ja, weil ich das eigentlich auch mag, so ein bisschen mal rumknattern. Jetzt auf der PlayStation VR 2 haben wir das ganz gut mit Pavlov abgeliefert. Firewall Ultra ist ja nun der offizielle Nachfolger von Firewall und wird nicht nur ein Upgrade, was die Grafik angeht, etc. für die PlayStation VR 2 bekommen, sondern auch einen neuen Spielmodus. Und um den soll es heute gehen, denn wir wissen jetzt ein bisschen mehr darüber. Endlich. So eine Woche vor Release fangen die Entwickler an, endlich mal ein bisschen auszupacken. Das ist doch eine schöne Sache. Ich habe eben gerade eine Mail bekommen, wo der neue Modus ein bisschen beschrieben wird. Dazu parallel gibt es hier auch im deutschen PlayStation-Blog einen Eintrag und das Ganze nennt sich Exfil. So, also Firewall bringt jetzt wirklich einen bis zu 4 Spieler Koop-Mode mit, in dem man zusammen Abenteuer erledigen kann. Das finde ich schon mal eine ganz schöne Geschichte, wenn man keinen Bock hat, gegen andere Leute ständig anzukämpfen und diese ganze Pressure dazu haben. PvE ist natürlich auch immer was Feines. PvE bedeutet übrigens, durfte ich lernen, Player versus Environment. Ja, war mir auch bisher nicht bewusst. So, ich lese mal vor. Exfil, kurz für Exfiltration. Dieser brandneue PvE-Spielmodus soll Spielern in einer Gruppe auf allen Karten im Spiel herausfordern, um ihnen eine nie dagewesene Vielfalt und Spannung im Firewall-Erlebnis zu bieten. Also das ist schon mal gut. Sämtliche Karten, die in Firewall dann zur Verfügung stehen, funktionieren halt auch in diesem PvE-Modus. In diesem Blogpost erzählen wir euch, ich springe mal gleich weiter, jetzt kommt nämlich ein bisschen Marketing, blablabla. Was ist der Exfil-Mode? Im Exfil könnt ihr gemeinsam mit 3 weiteren Spielern auf Missionen aufbrechen, um Daten von 3 Laptops zu sichern. Eine große Veränderung im Vergleich zum Format mit einem Laptop in unserem PvP-Mode, also den normalen Spielmodus, wo man ja immer einen Laptop sichern oder finden muss. Wir haben jede Karte so entworfen, dass sie sowohl für den PvE als auch für den PvP-Spielmodus geeignet ist, damit ihr in jedem Level neue Wege, großartige Stellen zum Flankieren eurer Gegner finden könnt. Wenn ihr neue Missionen im Exfil beginnt, hackt ihr einen der beiden verfügbaren Zugangspunkte, um die Standorte des Laptops zu finden und plant dann euren Angriff. Wollt ihr euch aufteilen, um das Team schneller mit mehr Orte erreichen zu können, oder bleibt ihr zusammen, um euch gegenseitig den Rückzug freizuhalten? Werdet ihr durch Gänge schleichen, damit ihr so lange wie möglich unbemerkt bleibt, oder stürmt ihr mit gezückter Waffe rein und schießt drauf los? Die Entscheidung liegt bei euch. Denn jedes Level in Exfil ist wie ein kleiner Spielplatz, der euch zahlreiche Optionen
und mögliche Szenarien bietet. Ich glaube, es ist nicht so fantastisch übersetzt. Wahrscheinlich meinen sie, dass das einfach dadurch, dass ihr in einem offenen Level spielt, so ein bisschen Sandbox-Feeling hat. Wenn die Laptops angezeigt werden, erscheinen sie in Spawnpunkten, die aus einer dynamischen Auswahl von Orten gewählt werden, damit die Level beim erneuten Spielen nicht eintönig werden. In diesem Modus müsst ihr allerdings behutsam vorgehen, denn die KI-Patrouillen sind tödlich. Zu Beginn einer Mission kennen die feindlichen Einheiten eure Position noch nicht, weshalb sie damit beschäftigt sind, auf der Karte zu patrouillieren. Sobald ihr jedoch mit dem Hacken beginnt oder das Feuer öffnet, wird es brenzlig. Verstärkungen mit einem Repertoire an unterschiedlichen Waffen schließen dann dynamisch zu verschiedenen Orten der Karte auf einzigartige Weise zu eurer Position auf und halten euch so in Schach. KI-Gegnern stehen zudem eine Reihe von Gadgets zur Verfügung, ähnlich wie den Spielern. Granaten, Fallen, Türen eintreten, um sich Zugang zu Räumen zu verschaffen, und sogar C4-Sprengsätze können sie verwenden. Dies sind keine gewöhnlichen KI-Bots, die blind ins Schussfeuer spazieren. Nein, die gehen in Deckung, flankieren euch und reagieren geschickt auf eure Aktion. Wenn es euch gelingt, alle 3 Laptops zu hacken und die Informationen zu beschaffen, eskaliert das Spielgeschehen endgültig. Zusammen mit eurem Team müsst ihr bis zur Extraction Zone vordringen und euch verstecken, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Dieser Teil des Matches ist der schwierigste, da sich die Feinde an eurer Position versammeln und alles aufbieten, was ihnen zur Verfügung steht. Spieler, die diesen Angriff überleben, werden mit der Spielerwährung Krypto belohnt und haben während des Matches hoffentlich auch einige Black Road Deal-Aufträge abgeschlossen. Mehr dazu später. Firewall Ultra ist als Spiel so konzipiert, dass ihr es immer wieder aufgreifen und mit PSVR 2 erleben könnt und dabei stets etwas Neues entdecken könnt, da es zu tun oder zu sehen gibt. Da es sich bei einem Spiel um einen Live-Service-Titel handelt, erhalten Spieler regelmäßig neue Inhalte in Form von Karten, Waffen, Kontraktoren. Zusätzlich werden Spielumgebungen wie der Schießstand und die Safehouse-Lobby überarbeitet. Unser Ziel ist es, dass sich die Spielwelt wie eine lebendige Umgebung anfühlt, die sich mit der Zeit verändert. Die Handlung von Firewall Ultra spielt 5 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängertitels und auch Firewall Ultra wird sich mit der Zeit weiterentwickeln. Der Vorgängertitel hatte eine Handlung? Was? Ja, schönes Ding. Also am 24. August kommt es raus. Exklusiv für die PlayStation VR 2 und kostet dann 39,99 €. Ihr könnt euch auch die Digital Deluxe Edition kaufen, kostet 60 €. Und ich bin echt gespannt. Also Firewall war wirklich eine Ära. Ich kenne Leute, die es bis heute quasi täglich spielen, was einfach ein Riesending ist. Tatsächlich wurde es seit Release dann auch 3 Jahre lang regelmäßig mit kostenlosen neuen Content versorgt. Ja, es gab immer neue Waffen, aber auch besonders interessant neue Maps. Guck mal bitte hier auf dem Kanal. Ich habe mindestens 10 Videos, wo wir uns erstmal immer die Maps angeguckt haben, ja, so Map-Sightseeing. Und dann haben wir abends zusammen drin rumgeballert. Und die Grafiker bei den Entwicklern sind wirklich famos. Die haben da immer einen richtig krassen Job gemacht. Ja, es gibt keinen Shooter, plattformübergreifend, den ich kenne, der besser aussieht als Firewall, tatsächlich. Abzüglich der geringen Auflösung, die es hatte. Ja, das war es nicht so doll. Aber ich freue mich sehr, ich bin super gespannt. Ich bin leider bei Release im Urlaub. Ich hoffe tatsächlich, dass ich vorher noch eine Testversion bekomme. Das wird jetzt aber langsam knapp. Ja, am 21. verpfeife ich mich. Ich glaube fast nicht, dass es bis dahin noch klappen wird. Aber ich denke mal, ab jetzt werdet ihr immer mehr und mehr Informationen noch über Firewall bekommen, falls da überhaupt noch viel zu erzählen ist. Und das war jetzt mein kleines Infovideo zu dem PvE hauptsächlich, denn darüber wussten wir bisher noch gar nichts. Also, ihr könnt es mit 4 Kollegen spielen. Ihr könnt aber auch Matchmaking machen, ja, dass ihr quasi mit 3 Fremden zusammenspielt und dann zu 4 das erledigt. Ich habe tatsächlich auch im alten Firewall manchmal aus Jux gegen die Bots gespielt, fand ich irgendwie auch witzig. Und wenn die tatsächlich jetzt hier ein bisschen cleverer werden, die Computergegner, dann könnte dieser PvE-Modus wirklich, wirklich auch eine schöne Alternative sein, mit der man sich beschäftigen kann. Und später im Monat kommt ja dann noch Crossfire Scare Squad raus. Das wiederum ist ein Spiel, was eigentlich gar kein Multiplayer hat, sondern eher diese Koop-Modi. Deswegen sehr interessant, sehr interessant. Das wird bleibt ein First-Person-Shooter-Monat hier für die PlayStation VR 2. Mal sehen, was am Ende des Monats jetzt das Spiel ist, mit dem die Leute sich am meisten beschäftigen werden. Schreibt mir mal bitte super gerne eure Meinung hier drunter. Würde mich interessieren, was ihr denkt, ob ihr so einen Modus auch braucht. Geht es euch auch so? Wünscht ihr euch auch für Firewall einen Respawn-Mode? Ja, einfach nur so ein Team-Match, wo man mal ein bisschen rumhacken kann, ohne dass man beim Abschuss immer bis zum Ende der Runde warten kann. Ja, ich habe ja wirklich nichts gegen den taktischen Modus, aber manchmal Abwechslung hätte ich ganz nett gefunden. Das war's von mir, Mutensmo von VR. Vergesst nicht das Däumchen, abonniert den Kanal. Immer für euch da. Ciao, ciao.
MoFun VR. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN, hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo, ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. MoFun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, MoFun VR.